Herzlich willkommen zu Klangbild Reaction mit Patrick Piano. Oh yeah, und dem Sweeney Man. Ja, auf jeden. Und heute gehen wir einmal um die halbe Welt. Around the world, around the world. Around the world, around the world. Na, wisst ihr noch, welche Band das war? Cooles Ding zum Anfang gerade, wir freaken ein bisschen aus. Auf jeden Fall geht es nach Japan. Great in Japan. Und zwar mit der Wagaki Band. Und zwar, ich denke mal, der Song heißt Homura. Allerdings hat es einen richtig langen Titel. Ich probiere den jetzt mal richtig auszusprechen. Akatsuki no Ito, First Japan Tour 2015. Hibiya Yagai Ongan Kudo. Hi. Cool. Give me some more. Habt ihr das Instrument gerade gesehen? Auf jeden Fall. The Rock Mode is on. Gleich mal Pause zum Anfang. Ihr kennt es. Muss man erstmal kurz, erster Eindruck. Der erste Eindruck ist auch immer sehr, sehr wichtig. Der erste Eindruck Also, zählt. wir haben da ein ganz, ganz tolles, klassisches, traditionelles Instrument. Mir fällt der Name nicht ein, aber es ist eigentlich wie ein Klavier ohne Tasten. Du hast so extrem viele Saiten wie in einem Flügel und spielst dann auf den Saiten und so. Klingt auch super toll. Dann haben wir erstmal eine riesig gefüllte Halle. Dafür, dass es die erste Tour war von den Leuten in Japan. Wow. Also sollte Klangbild Reaction mal auf Tour gehen, ihr wisst, füllt die Hallen. Wir möchten auch gerne, dass unser Publikum so zahlreich dann vertreten sein ist. Sollte das jemals so sein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und wir haben hier traditionelle Masken, ne? Das war doch eine Maske. Ja. Alles klar. Dazu die schönen LEDs, gehe ich mal von aus. Feuer. Ja, allein schon dieses ganze Intro-mäßig erinnert mich jetzt an große Profis, auch wie bei Santana. Natürlich ganz andere Musik zum Beispiel, ne, aber dieses erstmal so eingrooven auf der Band, zack, kurz ein paar Riffs und erstmal, eigentlich, was ist es eigentlich? Ein Soundcheck, oder? Auch nochmal so ein bisschen. Kurz die Leute anheizen, ein bisschen anteasern. Anheizer auf jeden Fall. Und auch nochmal so ein bisschen Soundcheck, nochmal kurz überprüfen. Zur Not kannst du ja nochmal kurz drehen und dann Intro-mäßig auch natürlich. Cool. Rock. Springen wir auch gleich rein. Die Bassistin auch richtig lässig gerade. Die Maske, yeah, so richtig alt japanisch, traditionell. Ja, auch hier, guck mal, das Tattoo an seinem Unterarm. Ja, ich hatte mich gerade gefragt, ob es ein Tattoo ist, ja. Ja, sie sieht stark danach aus, oder? Auf jeden Fall die Art der Musik. Welche Richtung ist es? Definitiv würde ich sagen Rock'n'Roll, so Richtung Rock. Und man merkt aber sofort auch, Rock'n'Roll aus Japan ist ein völlig eigenes Ding. Das ist ganz anders als Rock'n'Roll aus Amerika oder auch jetzt Rock'n'Roll aus Deutschland zum Beispiel. Da haben wir auch schön drei Punkte mal auf der Welt, also so zack, ne, unterschiedliche Ecken so. Und dementsprechend auch einen völlig eigenen Touch. Mich erinnert es stark so an die Musik von Videospielen so auch. Okay. Ne? Also wenn du dann so Action-Szenen hast, gibt ja, weiß ich nicht, einer der, glaube ich, auch mitgrößten Erfolge, sowas wie Final Fantasy. Grüße gehen raus an alle Gamer da draußen natürlich wieder. Und ja, da hast du dann auch, so diese Action-Szenen sind auch mal dieser so actiongeladene Rock'n'Roll, so auf diesen Stil. Dann gab es auch noch eine andere ganz große Band, wird aber eine andere Folge, denke ich. Okay, lass uns weiter reinchecken. Hammer. Maske ist echt strange. Ja. Sie auch voll cool, so wie sie abgeht. Und der Drummer. Also der Drummer. Wir hören uns das gleich nochmal an, wir skippen nochmal zurück, weil ich reinreden und so.
Aber der Drummer wirkt ja auf mich so ein bisschen, ne, so auch wieder wie so eine Superheldenfigur aus so einem Anime-Game. Ne, er so völlig Body, so, dann auch blond. Ne, weiß ich jetzt nicht, ob gefärbt ist, müssen wir noch mal hinschauen. Aber halt eben toller Kontrast. Doch. Ich denke mal auch, so, aber toller Kontrast. Dann so zack, so die Ketten und er drummt gleich los. Deswegen machen wir noch mal kurz zurück, 10 Sekündchen oder so. Das war dann, ja, noch die Strange Maske. Ja. Ich hoffe, er kriegt jetzt noch einen richtigen Spot, aber es geht auch noch eine Weile. 2 Drummer, ne? Na, der eine ist klassische Drums und der andere ist anscheinend mehr so... Schlagzeug, so Rock-Schlagzeug von heute. Ja, fette Drums, da siehst du auch rechts oben die Drums stehen, ein klassisches Drumset und dann halt so Trommeln, dicke Trommeln. Nein, das halten wir jetzt mal fest. So, die Band tritt erstmal mit 2 Drumsets auf. Ist jetzt auch schon mal eine sehr spezielle Sache, ne? Sehr ungewöhnlich eigentlich. Sag ich jetzt mal so. Gibt's auch öfters. Ist öfter. Es gibt oftmals einen Drummer und einen Percussionist oder so. Ja gut, das schon, aber schau dir mal, er hat jetzt mindestens genauso einen großen Aufbau wie der Schlagzeuger. Die beiden auch in Kontrast gehalten. Er sozusagen mehr in hell, die andere Person mehr sozusagen in dunkel, auch vom Outfit. Vielleicht ist auch gerade nur das Licht. Mal schauen, ob ich recht habe. Aber die Schlagzeuge agieren zusammen, na klar, Gitarre und Bass. Hier, da haben wir ihn, genau. So die klassischen japanischen Trommeln eher so, ne? Und dann halt eben auf der anderen Seite das Schlagzeug. Also was für eine Drum-Kombination. Ja. Also auch von den Möglichkeiten, was musikalisch möglich ist. Ja, er hat ja nur die fetten Dinger hier stehen. So. Ja, aber er wird ja unterschiedliche Tonlagen, Töne haben, etc. Die werden wahrscheinlich mit dem anderen Schlagzeug sehr gut kombinierbar sein. Die werden sie wahrscheinlich aufeinander abgestimmt haben. Genau, danke dir. Abgestimmt, mir fehlte das Wort. Ich merkte, ich bin schon wieder völlig... Was geht hier ab? So. Danke für den letzten Kaffee übrigens. Bislang auch alles Mega. Instrumental, ne? Ja, auch das Klangbild gerade. Ne, so jetzt gerade eben die Stelle auch episch wieder. Ne, da haben wir es wieder, der Epic-Faktor. Epic-Faktor. Der Epic Mode. War ja auch erstmal ein geiles Solo, ne? Wer Rock mag, muss diese Band lieben. Also wirklich, Rock'n'Roll. Was für ein Solo. Ja, klar, ja, Solo doch kann man schon sagen. Hervorgehoben in dem Moment, so dieser, ne, mit dem Riff, aber generell die ganze Komposition gerade. So voll, so viel und nichts ist aufdringlich im Ohr. Ja. Und das live. Wir bewegen uns schon wieder live. Auf einer Live-Bühne. Wow. Ja, auf jeden Fall hier auch gerade schön zu sehen, die beiden Kimonos, ne? So. Die Kostüme, also, ja, die Kleidung ganz, ganz toll. Wir sagen immer Kostüme, ne, weil klar, auf einer Bühne oder auch in einem Video. Ja, sehen so Kimono-mäßig aus. Aber toll, auch schön. Sondern da merkt man wieder auch das traditionell Angehauchte, auch mit den Trommeln im Hintergrund, trotzdem mit der Verbindung zum modernen Rock'n'Roll. Klar, auch die E-Gitarren. Ich hoffe, dass wir noch einen Blick... Ganz am Anfang ist der Drummer an so einem Instrument vorbeigelaufen, ne, was ich meinte, das ist wie ein Klavier. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Und die arbeiten auch sehr, sehr viel mit dem Instrument, habe ich schon in dem einen oder anderen Video mal kurz reingecheckt. Jetzt fängt er an. Jetzt ist Switch. Auch Bass-Solo. Schön Frage-Antwort. Und, was für ein Wechsel. Jeder kriegt seinen Spot. Was für ein Wahnsinn. Ja, das dachte ich auch gerade. Ich wollte es auch eigentlich gerade raushauen. Danke, dass du es noch getan hast. Aber dieser Wechsel von der Bassgitarre jetzt zu diesem
traditionellen, ja eigentlich auch schon wie eine Gitarre zu der Zeit. Ihr merkt, wir kommen ja natürlich nicht aus Japan, wir haben auch jetzt da nicht so die Ahnung, wenn ihr wisst, wie dieses Instrument heißt, was diese bezaubernde Dame da gerade spielt, unbedingt bitte reinschreiben. Aber dieser Wechsel von der tiefen Bassgitarre, dem Solo, zack, zu dem Hochtöner und ey, bitte mach nochmal zurück. Ihr merkt, die Sendung wird wahrscheinlich heute ein bisschen länger gehen. Oh, was für ein Switch. Ansage. Ist das ein Kaito oder was ist das? Könnte sein. Wow. Ihr merkt, wir haben ja eine Kombination von Profis mit Profis. So, wow, wie ist sie denn gerade abgegangen? Ich bin ja völlig geflasht. Also die Dame davor war schon krass. Das Solo davor war schon krass. Die ganze Kombination war schon krass. Das gesamte Klangbild, was sie aufbauen im Ohr, ist einfach nur krass. Dreier-Kombi, Alter. Leute, wieso gehen die hier nicht in Deutschland steil? Wieso treten die hier nicht auf? Ich würde mir sofort ein Ticket ziehen dahin. Die Wakaki. Erstmal mir so ein Stäbchen schnappen und nur noch schwingen. Herrlich. Ich bin total Fan. Instant. Wow. Alle so superheldenmäßig gedresst, ne? Findest du superheldenmäßig so? Also naja, ich finde das halt ziemlich traditionell doch, so irgendwie. Traditionell? Ja doch, so mit dem Touch auch traditionell. Aber jeder hat so seinen eigenen Stil. Mit seinem Instrument, und alles so ein bisschen sein eigenes Charaktere, Outfit und jedes Outfit ist aber so ein bisschen special einfach, ne? Also von dem ganzen Stil. Er hat so sein eigenes, steht im Kontrast mit dem anderen Drummer, der dann mit den blonden Haaren und er dann, weißt du, so Body, Oberkörper, geht richtig ab. So, dann der Kollege mit der Maske. Er steht im Kontrast zu der Dame. Zu der Bassistin. Beide zwar ähnlich gekleidet, männlich-weiblich so, in dem gleichen Stil, aber durch diesen Kontrast mit der Maske und sie dann so. Jetzt sie mit dem, hat es gerade Kaito, glaube ich, erwähnt? Schreibt es in die Kommentare, ob es ein Kaito war. Welches Instrument ist das? Genau, welches Instrument ist das? Wow, wieder total anders gedresst. Ne? Trotzdem sehr, sehr passend, aber wieder auch dadurch den eigenen Spot. Wieder passend zum Instrument. So, dieses, was sich da wieder für den Kopf gemacht wurde, einfach toll. Einfach toll. Gerade schön die tiefen Drums und dazu nur so die Percussions. Hast du sein Rückentattoo gesehen? Nee. Nee, von dem Drummer? Mal zurück. Ein richtig dickes Ding. So. Ich meine, kann jetzt auch sein, dass es nicht echt ist. Ich glaube, das Ding, was er da auf der Schulter hat. Ich glaube, das ist ein Anzug. Das ist so ein Anzug, ne? Das ist so ein Schulterpad. Und hinten ist vielleicht raufgemalt, das sah krass aus. Hier, links. Sieht man jetzt wahrscheinlich wieder nur halb, weil wir unten links drin sind. Aber ziemlich cool. Break. Solo. Er ist auch ausrasten. ewig. Yeah. Was geht ab? Halbzeit, Leute. Ja, ist ja geil, Alter. Es ist erst Halbzeit. Ich wollte auch gerade schon Endsage machen. So, ach übrigens, ne? Abonnieren, weiter verteilen, liken. Herrlich. Ey, schön. Halbzeit gerade. Krasser Höhepunkt und jetzt kurz runterkommen. Jetzt bin ich gespannt. Bleiben Sie. Frage an dich, Sweeney Man, und an euch. Okay, die Zeit werden wir nicht haben, dass ihr die noch beantworten könnt, weil es gleich weitergeht. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt bei dem Stil bleiben oder ob sie jetzt so einen Cut und einen kompletten Wechsel müsste einläuten. eigentlich hier ein Stil-Switch kommen, oder? Theoretisch schon, wenigstens so. Also ich bin für Stil-Switch. So ein Intermezzo. Von mir aus setzen sie auch noch einen drauf. Okay. Ich weiß nicht. Mal schauen. Das Instrument meinte ich. Erstmal, Sweeney Man hatte recht.
Steel Switch. Ja. Cooles Ding. Shit. Jetzt kriegt er einen Kaffee von mir. Verdammt. Yeah. Also Sweetyman hatte recht. Send Coffee. Ne? Schönes Ding. Leute, genau, Frage natürlich da draußen an dich wieder mal. Wie heißt das Instrument, wo jetzt hinten gespielt wird? Vorne auch so ein bisschen schön, so, ne, so Flöte, so das Gewand. So ein bisschen Flöte sieht auch sehr speziell aus. Mönchmäßig, würde ich jetzt sagen. Ja. Ne, so ein bisschen vom Stil gehalten einfach. Und auch der Switch auf einmal. Ja. Ins ganz Traditionelle. Voll. Lass uns noch mal einen kurzen Tick zurück machen, weil wir natürlich auch mal reinladen. Aber es sind ja eure Lieblingslabertaschen, wisst ihr doch. Und Höhepunkt. Flöten. Gitarre. Ja, so sind die im Hintergrund, oder? Mystisch. Jetzt kommt der Gesang. Wow. Oh, krasses Outfit. Mit deinen Fächern. Ja, das ist doch jetzt sehr traditionell gehalten auf jeden Fall. Aber, das hat ein Feeling. Das hat was für ein Break. Wir hatten das Thema Break mal in früheren Sendungen, auschecken. Da hat Sweetyman gesagt, der Break ist die halbe Miete. Ganz genau. Sie fahren runter, bauen Spannung auf gerade. Wir haben hier definitiv einen Moment in diesem Set, wo ich das absolut unterzeichnen würde. Also hier ist das ist ein Gänsehaut-Break. Ja. Also klar, ein Break, muss man ganz kurz über einen Break reden. Ein Break kann natürlich abrupt eine Pause sein. So. Ja. So, Break, Pause. Aber ein Break kann natürlich auch stilistisch ein Break sein in dem Thema, was man bearbeitet. Dann nimmt man ein anderes stilistisches Thema, so wie hier gerade, und switcht dann später wieder zurück. Auch das oder kann aber man, bleibt woanders. Ja, auch das kann man als Zwischenspiel bezeichnen oder natürlich halt auch als Break auf eine Art und Weise. Neu modern der Drop. Genau. Naja, Musik entwickelt sich nun mal auch weiter und ich bin auch ein großer Fan von traditionellen Sachen, auch von klassischer Musik und alles. Aber deswegen gibt es ja trotzdem Entwicklung auch in der Neuzeit. Und ich finde so, ne, die neue Musik hat sich natürlich auch aus den Leuten entwickelt, die Rhetorik der alten Meister und Meisterinnen studiert haben. Darf man jetzt einfach nicht mal vergessen. Und wenn du jetzt ein klassisches Instrument lernst, lernst du nicht umsonst auch alle diese Rhetoriken ja erstmal. Bis du irgendwann deine eigenen Sachen kreierst. Und da kann dich natürlich vieles inspirieren. Bis du die Sachen kombinieren kannst. Genau, nimm wir, ich möchte jetzt keine Beispiele nennen, nimm wir einfach ganz viele Leute aus unseren anderen Sendungen. Auschecken. Go. Toller Wechsel. Und die Flöte kommt jetzt mit rein und kriegt ihren Spot. Schön, genau auf sie wollte ich kurz eingehen. Danke für die perfekte Pause, Sweetyman. Ich glaube, sie tanzt hier einen Fächertanz. Ein Fächertanz? Ja, dann gibt es so richtig traditionelle Fächertänze. Wie immer, falls ich falsch liege oder ihr mehr darüber wisst, bitte reinschreiben. Dass die anderen Zuschauer auch ein bisschen mehr darüber Bescheid wissen, die sich dafür interessieren und wir natürlich auch. Ja, doch, einen traditionellen Fächertanz. Es gibt es einmal als traditionellen Fächertanz. Und ja, es gibt es auch in Verbindung mit Kampfsport. Okay. Hochinteressantes Thema. Wäre vielleicht mal was sogar für einen Podcast, das aber da müssten wir echt mal ein bisschen rein recherchieren auch. Ja. Also da weiß ich jetzt so auf Anhieb auch zu wenig drüber. Ich weiß nur, dass es das halt eben gibt und ich glaube, weil wir auch diese traditionellen Elemente hatten, schön auch was geblieben ist aus dem Break oder aus dem Zwischenspiel, ist die Flöte, die jetzt gerade ihren Spot bekommen hat. Und sie tanzt in dem Moment diesen traditionellen Fächerstil. Ja, sehr schön.
Schön ist auch sozusagen, wie das Instrument sozusagen nochmal die Tonhöhe der Sängerin unterstützt. Ja, aber hast du mal ihre Stimme auch mitbekommen? Das ist jetzt so eine Sache, oh, da kriege ich ganz, ganz doll Gänsehaut. So, dieses kleine, ich traue es mich nicht mal auch nur ansatzweise nachzumachen, auch wenn ihr jetzt feiern würdet, aber diese Hüpfer in der Stimme. Wir hatten jetzt hier wirklich mehrere Leute, die absolut Weltklasse in der Stimme sind, die hier Oktavensprünge hatten, ne? Und jetzt haben wir diesen Stil. Sie spielt gar nicht damit, jetzt so ganz tief und nach ganz oben zu gehen, ne? Ja. Und jetzt da so hin und her zu switchen und die Oktavensprünge zu machen, aber sie hat da so ein Triller in der Stimme. Leute, hört mal da genau rein. Das ist dieses, wo man jetzt sagen würde, das klingt so typisch japanisch. Oder so, ne? Und das ist auch ein japanischer Gesangsstil. Jetzt zum Beispiel, wenn man chinesische Sängerinnen hört, das ist dann noch schon auch wieder anders. Natürlich sind zwar auch völlig unterschiedliche Kulturen, das darf man nicht vergessen. Aber hört mal rein, wenn sie singt. Oder mach noch mal kurz zurück, bitte. Von mir ist, die Sendung geht halt diesmal jetzt einfach länger, dann ist es so. Diese kleinen Sprünge in ihrer Stimme. Hörst du das? Vibrieren so. Ja? Und er hat seine Maske jetzt fallen lassen. Oh, Sie. er. Es. Ach, hör auf, Spaß. keine blöden Witze jetzt hier. Ich denke, es ist ein Er, so halt auch. Hey, lange Matte supportet lange Matte hier, nur weil er kein Bart jetzt trägt, Leute. Ist sie. Ist So. eine Sie. Dann ist es halt eine Sie, ist mir auch recht. Super Performance. Nee, auch vom Kleidungsstil. Alle voll drin. Ich finde das ja voll das abgedrehte Klangbild gerade, muss ich sagen. Herrlich irgendwie, war so einfach nur krass. Einfach nur krass. Diese Fülle an Klang wie ein Orchester. Also jetzt mal ohne Witz. Das ist doch schon orchestermäßig. Mit traditionellen Instrumenten, mit Neuzeitinstrumenten. Mit klassisch. Da hatten wir doch schon mal jemanden auch bei uns ja. in der Sendung. Hier, Otterorchester? Die Otter-Orchester, die haben waren ja auf auch jeden Fall, so. Rockband mit Orchester gemischt. Aber das waren halt, glaube ich, zwei verschiedene Projekte, die zusammenkamen. Und hier ist es eine Band. Also absolut krass. Ah, episch. Grand Finale. Yeah, verdienter großer Applaus. Nice. Hammer. Ich bin auf jeden Fall Fan. Du bist Fan? Wagaki. Leute, Sehr interessant auf jeden Fall. ich muss wirklich auch mal sagen, wen wir alles Neues entdecken durch diese Sendung,
Ob nun durch eigene Recherchen und ganz, ganz viel, gerade, ich glaube, die letzten 30 Sendungen, die Hälfte davon waren durch euch. Ne? Empfehlung. Empfehlungen Wenn von du euch da eine draußen. frische Empfehlung für uns Immer hast. rein damit bei uns, ne? Super, wir gehen hier durch alle Kulturen, wir gehen musikalisch einmal around the world. Und schreibst uns in die Kommentare. Wer das war, ne? Wenn ihr es noch wisst. Herrlich, das war es wieder von uns. Danke fürs Einschalten, schön, dass ihr mit uns diese kleine Reise nach Japan gemacht habt. Und ja, unsere musikalische Weltreise auf der noch nicht Suche vorbei. nach dem perfekten Klangbild geht weiter und nach allen Klangbildern, die da draußen sonst existieren. Und deswegen auch wieder, seid mit dabei, wenn es heißt Klangbild Reaction. Und by the way, wenn dir das Programm gefällt, kannst du uns mit deinem Kaffee unterstützen. Unbedingt. Der Link ist unten in der Beschreibung. Genauso wie das Originalvideo, genauso auch wie Affiliate-Link, den wir haben, ne, wenn ihr Server braucht oder sonst irgendwie was, mal auschecken. Und des Weiteren heißt es wie immer, ihr kennt das Programm, sprecht's doch einfach mit. Abonnieren, liken, weiter verteilen. Yeah. Und noch vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und deine natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Peace out.